Hallo, hallo, hallo zusammen. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Vanessa und ich freue mich heute sehr, Und ich bin Harry. Vanessa, warum bist du denn so begeistert heute? weil wir über ein sehr wichtiges und schönes Thema sprechen. Wir sprechen über Osterferien in Deutschland. Ah ja, das ist perfekt, denn die Osterferien kommen bald und viele Menschen planen ihre Reisen. Genau. Und heute zeigen wir euch, wie verbringen Deutsche die Osterferien? Was sind die Traditionen? Wo fahren sie hin? Welche Aktivitäten sind populär? Das ist sehr interessant und unsere Zuhörer werden alles lernen, was sie über Osterferien in Deutschland wissen müssen. Und bevor wir starten, möchten wir euch bitten, drückt den Daumen hoch. Das hilft uns sehr. Ja, der Daumen hoch ist wichtig. Es zeigt, dass euch der Podcast gefällt. Und abonniert unseren Kanal. Jedes Abo bedeutet, dass ihr automatisch Benachrichtigungen bekommt. Und wenn ihr einen Freund habt, der Deutsch lernt, teilt diesen Podcast. Sagt, hey, dieser Podcast ist perfekt für B1-Niveau und sehr informativ. Und teilt auf allen Plattformen. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, damit mehr Menschen von Deutschland und seinen schönen Traditionen erfahren. Und in der Beschreibung findet ihr ein kostenloses PDF mit allen Vokabeln, allen Phrasen und allen wichtigen Informationen von heute. Kostenlos. Ihr könnt es herunterladen, ausdrucken und später studieren. Und kommentiert, schreibt eure Erfahrungen. Habt ihr schon Osterferien in Deutschland verbracht? Welcher Ort interessiert euch? Wir lesen alle Kommentare und antworten auf so viele wie möglich. Eure Meinung ist sehr wichtig für uns. Okay, lasst uns beginnen. Viel Spaß zusammen. Harry, lass mich fragen, was sind Osterferien genau? Und warum sind sie so wichtig in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Osterferien sind die Schulferien rund um Ostern. Ostern ist ein christliches Fest, das die Auferstehung Jesu feiert. Die Osterferien sind normalerweise zwischen Mitte März und Mitte April, je nachdem, wann Ostern ist. Und wie lange dauern die Ferien? Das ist unterschiedlich in jenem Bundesland, aber normalerweise sind die Osterferien etwa 2 Wochen lang. Manche Bundesländer haben auch 3 Wochen. Das ist die erste große Ferienzeit nach dem langen Winter. Viele Menschen sind müde vom Winter und freuen sich auf den Frühling. Das verstehe ich. Und warum sind Osterferien so wichtig in Deutschland? Weil es ist eine kulturelle und religiöse Zeit. Viele Menschen zelebrieren Ostern mit ihrer Familie. Und das Wetter wird besser. Der Frühling kommt. Im Frühling ist Deutschland wunderbar. Die Blumen blühen, die Bäume werden grün, die Temperatur wird wärmer. Das ist sehr schön. Und Harry, gibt es spezielle Ostertraditionen in Deutschland? Oh ja, viele Traditionen. Die wichtigste ist die Ostereiersuche. Das ist sehr populär mit Kindern. Erwachsene verstecken bunte Eier und kleine Geschenke im Garten oder Haus. Dann suchen Kinder diese Eier. Es ist sehr lustig und traditionell. Und gibt es noch andere Traditionen? Ja, der Osterhase. Kinder glauben, dass der Osterhase die Eier bringt, wie der Weihnachtsmann zu Weihnachten. Der Osterhase kommt in der Osternacht und versteckt die Eier. Die Kinder sehen manchmal Spuren im Garten oder im Schnee. Das ist bezaubernd. Und noch? Das Osterfeuer. Das ist eine sehr alte Tradition. In vielen Dörfern machen Menschen ein großes Feuer am Osterwochenende. Sie sammeln sich um das Feuer, trinken Wein oder Glühwein, essen Spezialitäten und treffen Freunde und Familie. Es ist eine schöne, gesellige Tradition. Und gibt es noch traditionelle Speisen? Oh ja, das Osterbrot. Das ist sehr wichtig. Es ist Brot mit Trockenfrüchten, Nüssen, manchmal auch Eier. Es ist sehr traditionell. Der Osterkuchen ist auch beliebt. Es gibt verschiedene Arten, wie den Napfkuchen oder Marzipan-Osterkuchen. Und der Osterschinken, ein spezielles Fleisch, das nur zu Ostern gegessen wird. Okay, jetzt sprechen wir über die beliebtesten Orte für Osterferien. Harry, wohin fahren Deutsche gerne? Das ist eine schwere Frage. Aber ich kann dir die Top 5 sagen. Nummer 1, die Alpen, besonders Bayern. Orte wie Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen sind wunderschön. Es gibt Berge, Wanderwege, kleine traditionelle Dörfer. Deutsche lieben die Alpen, weil die Natur wunderbar ist. Es ist ruhig, es ist perfekt zum Wandern. Und warum fahren Deutsche besonders im Frühling dorthin? Weil im Frühling das Wetter wird besser. Die Berge sind noch mit Schnee bedeckt, aber die Sonne ist warm. Es ist perfekt zum Wandern. Nummer 2, die Ostseeküste. Orte wie Sylt und Rügen sind wunderbar. Es gibt Strände, Natur, traditionelle Fischerdörfer. Und was macht man dort? Man kann spazieren, schwimmen, die Natur genießen. Viele Leute trinken dort Tee und essen Fisch. Es ist sehr deutsch und traditionell. Nummer 3, Berlin, die Hauptstadt. Sehr viele Touristen kommen nach Berlin. Es gibt Geschichte überall. Museen, Restaurants, Nachtleben. Und warum ist Berlin so populär? Weil Berlin eine sehr dynamische Stadt ist. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben. Die Geschichte ist überall. Die Berliner Mauer, die Museen, die historischen Gebäude. Und es gibt moderne Restaurants und Cafés. Nummer 4,
Der Schwarzwald in Baden-Württemberg. Das ist sehr romantisch. Es gibt dichte Wälder, kleine traditionelle Dörfer mit Fachwerkhäusern, sehr gutes Essen. Und welche Aktivitäten kann man dort machen? Man kann wandern, Fahrrad fahren, traditionelle Kuchen essen, Zeit mit Familie verbringen. Es ist perfekt für Ruhe und Natur. Und Nummer 5, der Rhein. Besonders die Region um Köln und Düsseldorf. Es gibt schöne Flusslandschaften, Weinberge, historische Orte, Schlösser. Der Rhein ist einer der schönsten Flüsse Europas. Und was kann man dort alles machen? Man kann Bootsfahrten machen, wandern, die Weinberge besichtigen, historische Orte besuchen. Es ist romantisch und wunderbar. Es gibt auch noch andere Ziele wie der Harz, Trier, die älteste Stadt Deutschlands und die Lüneburger Heide. Okay, jetzt sprechen wir über, was machen Menschen in den Osterferien? Welche Aktivitäten sind beliebt? Das ist eine gute Frage. Es gibt sehr viele Aktivitäten. Die beliebteste ist Wandern. Deutsche lieben Wandern. Im Frühling ist es perfekt. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Die Natur ist wunderbar. Und wo wandern Deutsche gerne? Überall. In den Alpen, im Schwarzwald, im Harz, am Rhein. Es gibt 1000 Wanderwege. Für Anfänger und für Experten. Und noch Fahrradfahren. Das ist auch sehr populär. Es gibt in Deutschland sehr gute Fahrradwege. Es gibt berühmte Routen wie der Rheinradweg, der Ostseeküstenradweg und der Donauradweg. Diese Routen sind perfekt für Familien. Und noch weitere Aktivitäten? Bootsfahrten, besonders auf Flüssen und Seen. Der Rhein, die Alster in Hamburg, der Bodensee, sehr beliebte Bootsfahrten. Museumsbesuche, besonders in Berlin, München, Hamburg, Dresden. Deutsche interessieren sich für Kultur, Kunst, Geschichte. Und Ostermarkts. Es gibt in vielen Städten Ostermärkte. Dort verkaufen Menschen Osterdekoration, traditionelle Speisen, Eier, Blumen. Das klingt wunderbar. Ja, und noch Zeit mit Familie verbringen. Das ist das Wichtigste. Viele Menschen nutzen Osterferien, um mit Familie zu sein, zusammen zu essen, spazieren zu gehen. Picknick, auch sehr populär. Im Frühling machen viele Menschen Picknick in Parks oder an Seen. Und Frühlingsfeste. In vielen Städten gibt es Festivals im Frühling. Musik, Tanz, Essen, Kultur. Und Harry, wenn man nach Deutschland fahren möchte, wie sollte man planen? Erstens, Flugtickets und Zugtickets buchen. Das solltet ihr früh machen, mindestens 2 Monate vorher. So bekommt ihr bessere Preise. Die Preise sind teurer kurz vor Ostern. Und wo kann man buchen? Mit Flugzeug lufthansa.com, ryanair.com, scannerscan.com. Mit Zug Deutsche Bahn db.de, mit Bus flixbus.com. Und zweitens, wo übernachten? Hotel, Airbnb, Hostels, Campingplätze, viele Optionen. Booking.com, Airbnb.com, Trivago.com. Gute Plattform. Und wie lange sollte man bleiben? Mindestens 1 Woche, aber 2 Wochen ist besser. So habt ihr Zeit, verschiedene Orte zu besuchen. Und drittens, Geld und Zahlung. Deutschland ist in der Eurozone. Die Währung ist der Euro. Ihr könnt mit Kreditkarte bezahlen, überall. Aber auch Bargeld ist wichtig. Harry, gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands? Ja, sehr viele Unterschiede. Das ist wichtig zu wissen. Im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, die Traditionen sind sehr katholisch. Es gibt viele Kirchen, viele religiöse Prozessionen. Und das Essen ist sehr traditionell. Osterbrot, Osterkuchen. Und im Norden? Im Norden, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, es gibt Osterfeuer. Das ist sehr wichtig. Das ist eine alte heidnische Tradition. Und Bootsfahrten auf der Ostsee. Das Wetter ist aber kälter im Frühling. Und im Osten? Im Osten, Berlin, Sachsen, es gibt moderne Ostermärkts. Und Geschichte ist sehr wichtig. Es gibt viele historische Museen. Das Essen ist auch unterschiedlich, mehr skandinavisch beeinflusst. Und im Westen? Im Westen, Rheinland, Nordrhein-Westfalen, es gibt sehr gutes Essen, traditionelle Weine und sehr schöne Landschaften am Rhein. Und noch, in den Großstädten, Berlin, München, Hamburg, Köln, es gibt moderne Festivals, moderne Restaurants, Nachtleben. In den Dörfern, es ist traditioneller, ruhiger, familienorientiert. Das ist sehr interessant. Es gibt so viele Unterschiede in Deutschland. Ja, Deutschland ist sehr vielfältig. Jede Region hat ihre eigene Kultur und Traditionen. Das ist wunderbar. Okay, jetzt kommen die wichtigsten Vokabeln für diesen Podcast. Bereit? Los geht's! Erste Vokabel: die Osterferien. Schulferien rund um das Osterfest. Beispiel: In den Osterferien fahren viele Deutsche nach Bayern. Zweite Vokabel: Ostern. Ein christliches Fest, das die Auferstehung Jesu feiert. Beispiel: Ostern ist ein wichtiges religiöses Fest. Dritte Vokabel: der Osterhase. Eine legendäre Figur, die Eier und Geschenke zu Ostern bringt. Beispiel: Kinder glauben, dass der Osterhase die Eier versteckt. Vierte Vokabel:
Die Ostereiersuche. Eine Tradition, bei der Kinder versteckte Eier suchen. Beispiel: Die Ostereiersuche ist sehr lustig und traditionell. 5. Vokabel. Das Osterfeuer. Ein großes Feuer, das am Osterwochenende angezündet wird. Beispiel: Das Osterfeuer ist eine alte deutsche Tradition. 6. Vokabel. Der Ostermarkt. Ein Markt mit Dekorationen und Spezialitäten zu Ostern. Beispiel: Auf dem Ostermarkt kaufen wir traditionelle Osterkuchen. 7. Vokabel. Wandern. Zu Fuß durch die Natur gehen. Beispiel: Wir wandern gerne in den Alpen. 8. Vokabel. Das Osterbrot. Traditionelles Brot mit Rosinen und Nüssen. Beispiel: Das Osterbrot ist sehr lecker und traditionell. 9. Vokabel. Die Osterkerze. Eine Kerze in der Kirche zu Ostern. Beispiel: Die Osterkerze symbolisiert die Auferstehung. 10. Vokabel. Der Frühling. Die Jahreszeit zwischen Winter und Sommer, wenn alles blüht. Beispiel: Im Frühling wird das Wetter wärmer und die Natur ist wunderbar. Das sind die 10 wichtigsten Vokabeln. Im PDF findet ihr alle Definitionen und Beispiele. Harry, ein wichtiges Thema. Wie ist das Wetter im Frühling in Deutschland? Was sollte man anziehen? Das ist wichtig zu wissen. Das Wetter ist unterschiedlich. Im Frühling normalerweise ist es kühl. Nicht eiskalt wie im Winter, aber noch nicht warm. Durchschnittlich 5 bis 15 Grad Celsius. Und in den verschiedenen Regionen? Im Süden, Bayern, es ist wärmer, bis 20 Grad. Im Norden kälter, 3 bis 10 Grad. Und was sollte man anziehen? Eine gute Jacke ist wichtig, nicht zu big. Ein Pullover oder Sweater, lange Hose. Aber bring auch leichte Kleidung. Der Frühling ist manchmal warm. Und noch? Festes Schuhwerk für Wanderungen, Schuhe für Regen. Die Sonne ist noch nicht so stark, aber Sonnenbrille und Sonnencreme sind gut. Manchmal ist noch Schal wichtig, Mütze kann gut sein, Handschuhe vielleicht. Aber es ist nicht mehr wie im Winter. Das ist sehr praktisch. Und Harry, hast du persönlich Osterferien in Deutschland erlebt? Ja, viele Male. Ich bin aus Berlin, aber ich bin überall in Deutschland in den Osterferien gewesen. Mein schönstes Erlebnis? Ich war mal in den Alpen, in Berchtesgaden. Es war wunderbar. Die Berge waren noch mit Schnee bedeckt, aber die Sonne war warm. Wir sind gewandert und haben die Aussicht genossen. Das klingt fantastisch. Ja, und wir sind zu einer kleinen Berghütte gegangen. Wir haben gegessen und getrunken. Es war perfekt. Ich war auch am Ostermarkt in München. Das war großartig. So viele Menschen, so viel gutes Essen. Ich habe traditionelle Osterkuchen gekauft. Und dein bestes Tipp für Leute, die nach Deutschland fahren? Plan nicht zu viel. Nimm Zeit zum Entspannen. Ostern ist nicht nur für Aktivitäten. Es ist für Familie und Ruhe. Viele Touristen machen zu viel und am Ende sind sie müde. Besser, wähle 2 oder 3 Orte, verbringe mehrere Tage dort, genieße es und probiere das lokale Essen, nicht nur Touristenessen. Gehe zu lokalen Restaurants, spreche mit Locals, sie geben die besten Tipps. Jetzt möchte ich über Essen sprechen. Harry, was sind traditionelle Osterspezialitäten in Deutschland? Ah, das Essen ist sehr wichtig zu Ostern. Das Osterbrot, das ist das Wichtigste. Es ist Brot mit Trockenfrüchten, Nüssen, manchmal auch Eier. Es ist sehr traditionell und sehr lecker. Viele Familien backen ihr eigenes Osterbrot. Und noch? Der Osterkuchen, auch sehr populär. Es gibt verschiedene Arten. Der Napfkuchen, ein ringförmiger Kuchen, der Marzipan-Osterkuchen mit Marzipan gefüllt. Und es gibt noch der Osterschinken, ein traditioneller Schinken, nur zu Ostern gegessen. Und der Lammfleisch. Lamm ist traditionell zu Ostern. Und als Suppe oder einen Topf? Ja, der Ostersalat mit jungen Kräutern, der Ostereintopf mit Fleisch und Gemüse und die Osterspeisen, verschiedene traditionelle Gerichte je nach Region. Und Getränke? Der Osterwein, besonders in Weinregionen und normalerweise Bier. Deutsche trinken gerne Bier zu Ostern. Und Glühwein, besonders beim Osterfeuer. Das alles klingt sehr lecker. Ja, und Familie sitzt zusammen und isst traditionelle Speisen. Das ist sehr wichtig in der deutschen Kultur. Und die Rezepte sind nicht so kompliziert. Man kann sie auch zu Hause machen. Das ist wunderbar. Menschen können deutsche Ostertraditionen auch in ihren eigenen Ländern zelebrieren. Jetzt beantworten wir häufige Fragen, die Zuhörer haben. Ja, Frage 1. Brauche ich ein Visum für Deutschland? Das kommt darauf an. Wenn du aus der EU kommst, nein. Wenn du aus anderen Ländern kommst, vielleicht ja. Man sollte das überprüfen, bevor man bucht. Frage 2. Welche Sprache sprechen Deutsche? Deutsch. Aber in Touristengebieten und Großstädten auch Englisch. Besonders junge Menschen sprechen Englisch. Und es hilft, wenn du ein bisschen Deutsch versuchst. Die Menschen sind freundlicher. Frage 3. Ist Deutschland teuer? Es ist mittelmäßig. Nicht so teuer wie die Schweiz oder Skandinavien, aber teurer als manch andere Länder.
Ein realistisches Budget 50 bis 100 Euro pro Tag. Frage 4. Kann ich mit Auto fahren? Ja, Mietwagen ist möglich. Man braucht einen internationalen Führerschein und man braucht eine Versicherung. Die Straßen in Deutschland sind sehr gut. Frage 5. Was ist die beste Reisegruppe? Alle sind okay. Solo, Familie, Freunde, alle können Osterferien in Deutschland genießen und schöne Erinnerungen machen. Und noch wichtige Tipps? Buche früh. Die Flugtickets und Hotels sind teurer kurz vor Ostern. Sei flexibel. Der Plan kann sich ändern. Das ist okay. Manchmal sind Änderungen besser. Nimm einen guten Rucksack und gutes Schuhwerk für Wanderungen, das ist wichtig. Mach Fotos. Die Natur ist schön. Du möchtest dir Erinnerungen haben. Sei respektvoll. Deutsche Kultur und Traditionen sind wichtig. Okay, Harry, wenn du nach Deutschland fahren würdest, wo würdest du gehen? Ah, gute Frage. Ich würde nach Bayern gehen. Die Alpen interessieren mich sehr. Und dann nach Köln. Die Geschichte und die Architektur sind faszinierend. Der Dom ist wunderbar. Und wie viele Tage würdest du dort verbringen? Etwa 10 Tage. 5 Tage in Bayern, 5 Tage am Rhein und in Köln. Und welche Aktivitäten? Wandern in den Alpen, Bootsfahrten am Rhein, Museumsbesuche in Köln und gutes Essen überall. Das klingt perfekt. Und du? Wo würde ich gehen? Ich würde eine größere Reise machen. Ich möchte alle Regionen sehen. Im Norden Berlin und Ostsee, im Westen Rhein und Schwarzwald, im Süden Alpen. Das ist ambitiös, aber mit 2 Wochen könnte ich das schaffen. Das ist großartig. Und welche Aktivitäten? Kultur und Natur, Museumsbesuche, Wanderungen, Stadterkundungen, Ostermarkts und viel gutes Essen überall. Ich möchte die deutsche Kultur wirklich verstehen und erleben. Das ist wunderbar. Und jedes Ziel ist unterschiedlich. Jede Region hat ihre eigene Kultur und Besonderheiten. Okay, wir sind am Ende angekommen. Aber bevor wir aufhören, möchte ich zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Ja. Heute haben wir gelernt, was Osterferien in Deutschland sind. Die Traditionen wie Ostereiersuche, Osterhase und Osterfeuer. Die beliebten Reiseziele wie die Alpen, Ostseeküste, Berlin, Schwarzwald und der Rhein. Und wir haben gelernt, welche Aktivitäten populär sind. Wandern, Fahrradfahren, Bootsfahrten, Museumsbesuche. Und wir haben 10 wichtige Vokabeln gelernt. Und wir haben praktische Tipps bekommen, wie man bucht, welche Kleidung man braucht, wie das Wetter ist. Und wir haben gelernt, dass jede Region unterschiedlich ist. Bayern ist anders als Berlin. Der Norden ist anders als der Süden. Und das ist wunderbar. Und jetzt die wichtigsten Dinge. Liebe Zuhörer, drückt den Daumen hoch. Das ist sehr wichtig. Der Daumen hoch hilft uns sehr. Es zeigt, dass euch der Podcast gefällt. Und abonniert. Jedes Abo bedeutet, dass ihr Benachrichtigungen bekommt. Jede Woche neue Episoden. Und folgt unserem Kanal. Und teilt diesen Podcast mit Freunden, mit Familie, mit Deutschlehrern. Teilt auf allen Plattformen. Und kommentiert. Das ist sehr wichtig. Schreibt, habt ihr schon Osterferien in Deutschland verbracht? Welcher Ort interessiert euch? Welche Aktivität möchtet ihr machen? Wir lesen alles. Wir antworten auf die meisten Kommentare. Eure Meinung ist sehr wertvoll für uns. Und vergesst nicht, im PDF findet ihr alles. Alle Vokabeln, alle Phrasen, alle Informationen. Es ist kostenlos, in der Beschreibung. Und noch unser Discord. Dort könnt ihr mit anderen Deutschlernern sprechen. Der Link ist in der Beschreibung. Und unser Instagram, @deutschpodcast2026. Wir posten täglich hilfreichen Content. Und TikTok. Kurze, lustige, lehrreiche Videos. Okay, zusammengefasst, das war ein sehr informativer und unterhaltsamer Podcast über Osterferien in Deutschland. Jetzt auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Viel Spaß bei euren Osterferien. Und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Viel Kraft und viel Freude bei euren Reisen.